Heute wird's wieder anders, Mann. Wir gucken uns die Klassik-Serie an. Titangehäuse, ETA-Uhrwerk und. Alle Details und was diese Serie so besonders macht, schauen wir uns jetzt an. Und schaut euch gerne in meinem Kanal um, hier dreht sich alles rund um Uhren. Es gibt auch schon andere Andersmann Reviews. Und lasst ein Abo mit Glocke da, wenn du dich für Uhren interessierst. Dann bist du hier nämlich genau richtig. Jetzt schauen wir uns aber erstmal diese coole Swiss Made Andersmann an. Die Taucheruhr im Dresswatch Design. Ein perfekter Mix. Ich habe sowas Ähnliches schon von Longines und diese Andersmann rockt hier natürlich auch richtig ordentlich, wie ich finde. Schön mit dem matten Titangehäuse und an der Seite DLC beschichtet hier mit den Kanten. Ja, Rückseite auch Titan mit Blick auf das ETA-Werk. Es gibt zwei Bänder, es gibt hier das Kautschukband und es gibt ein Lederband in dem Koffer. Ja, ist eine wirklich richtig tolle Uhr. Die Zeiger und der Schriftzug 300M gibt es in verschiedensten Farben und die gucken wir uns jetzt hier mal genauer an. So, hier seht ihr jetzt die Startseite watchdavid.shop. Und von hier aus könnt ihr direkt über den Reiter Neue Uhren auf Andersmann klicken und ihr seid sofort auf der Andersmann-Seite mit den einzelnen Serien. Und hier klickt ihr ganz einfach auf Andersmann Klassik. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit hier unten im Chat, könnt ihr mir eine Nachricht schreiben. Wenn ich gerade online bin, dann sehe ich das sofort und wir können sofort kommunizieren. Ansonsten antworte ich später drauf und dann bekommst du die Nachricht direkt per E-Mail zu dir. So, und wenn du Lust hast, trag dich noch in den Newsletter ein. Dort bekommst du dann einen 10-Euro-Gutschein, den du direkt beim Uhrenkauf mit einlösen kannst. So, Eigenwerbung Ende. Die Klassik-Uhrenserie von Andersmann. Hier sehen wir sie. Und zwar unterscheiden die sich in der Zeigerfarbe und in der Gehäusefarbe. Und das Ganze sieht nämlich so aus. Wir sehen ganz links hier, ist immer blöd, wenn ich jetzt mit der Maus drüber gehe, dann kommt eben ein anderes Bild. Wir sehen jetzt ganz links hier die Uhr, die ich jetzt hier habe, also praktisch diese Variante hier. Hier sind die Hörner auch schwarz und das ist eben das Coole, die Seitenteile und die Hörner, die ziehen sich hier eben komplett durch. Obendrauf ist es hell und die Rückseite ist auch hell. So, und wenn wir das jetzt hier sehen, da ist das Gehäuse dunkel und die Hörner sind aber hell. Und der Kronenschutz auch. Und wenn wir jetzt hier auf die Seite gehen und uns die Seitenansicht anschauen, dann sehen wir, hier oben ist alles schwarz, die Hörner sind hell, Seitenansicht ist hell und der Boden ist wieder schwarz, was wir hier auch sehr schön sehen kann. Aber die Hörner sind eben, wie gesagt, hell, weil die Seitenteile praktisch durchgängig in dieser Farbe sind. Das ist ein sehr markantes Designmerkmal dieser Klassik-Serie. Ja, hier seht ihr das auch nochmal schön. Hier oben schwarz und hier eben das matte Titangehäuse. Aber auch das Gehäuse hier ist matt. Auch Titan, matt DLC beschichtet. Ja, auch schön hier mit der Krone, mit der fetten. Also ihr seht hier auch schon, dass die Ziffern unter dem Zifferblatt liegen. Und der Vorteil ist eben, dass das Swiss Superluminova dann bis an den Rand leuchtet. Also man hat sich hier schon richtig was dabei gedacht. Und dann sehen wir eben die unterschiedlichen Zeigerfarben. Die Zeigerfarben, die wir hier nicht mehr sehen, beziehungsweise mit dem entsprechenden Gehäuse, sind schon ausverkauft, sorry. Ja, und dann gibt es eben die ganz schwarze mit schwarzem Zeiger. Hier ist dann wirklich tatsächlich alles schwarz. Ja. Also alles komplett, Gehäuse, Boden. In dem gleichen Gehäusedesign gibt es eben auch die Chronographen. Und da haben wir genau das gleiche Spielchen, auch mit den Farben, mit den Seitenansichten und mit den Hörnern. Die gucken wir uns hier nochmal ganz kurz an. Hier seht ihr die unterschiedlichsten Zeigervariationen, nämlich 4 Stück an der Zahl und einmal mit hellem Gehäuse und einmal mit dunklem Gehäuse, wer es ein bisschen sportlicher mag. Das hier
ist halt ein bisschen eleganter. Eine schöne Dresswatch-Diver-Uhr. Ja. Macht richtig gut was her. Kommen wir erstmal zu den Specks. Die Classic-Variante hat einen Gehäusedurchmesser von 44 mm und eine Gehäusehöhe von 12,4 mm. Das Gehäuse besteht aus mehrschichtigem Titan der Klasse 2. Das Gesamtgewicht mit dem FKM Kautschukband, welches wirklich eine super Qualität hat, liegt bei gerade mal 117 Gramm. Und hinter dem transparentem, getönten Saphirglas könnt ihr das ETA 2892-A2 sehen. 300 Meter Wasserdichtigkeit haben wir. Stegbreite 24 mm und Lack-to-Lack haben wir 51 mm. Die Rückseite hat ein 1,7 mm dickes Saphirglas und die Vorderseite ein 3,8 mm dickes Saphirglas. Das ist schon ordentlich. Und was eben auch sehr cool ist, es gibt eine limitierte Produktion je Farbvariante von gerade einmal 80 Stück. Wenn weg, dann weg. Ja, cool ist eben auch dieses matte, beadblazed Titangehäuse. Entweder in der Ursprungsfarbe oder DLC beschichtet. So, hier das gute Stück ist am Handgelenk. 44 mm, wie gesagt. Ja, super coole Uhr. Ich habe ein 17er Handgelenk, 17,2. Jetzt nach der ganzen Nascherei zu Weihnachten. Vielleicht sogar 17,3. Aber normalerweise 17. Macht eine super Figur, ne? Und Lack-to-Lack von 51. Das ist ein guter Wert für 44 mm, finde ich. Was sagst du denn dazu? Und bedenkt bitte, wenn ihr auf der Andersmann-Seite seid und dort die Uhren kaufen wollt, dann müsst ihr dort immer noch die Zollgebühren, in der Regel noch FedEx-Gebühren und natürlich die Mehrwertsteuer auch noch mit zurechnen. Ich habe hier jedes Mal die Diskussion nach dem Motto, naja, auf der Andersmann-Seite sind die Uhren ja viel günstiger als bei dir im Shop. Ja, das stimmt eben wie gesagt bedingt, weil dort eben keine Steuer angegeben ist. Und bei mir ist schon alles importiert und die Steuer ist schon mit drin und die Mehrwertsteuer. Und von daher ist das dann dein Endpreis. Wenn du bei Andersmann bestellst, kann ich dir nicht genau sagen, welchen Endpreis du dann bekommst. In der Regel ist der teurer als bei mir im Shop. All das, was allen Uhrenfans das Herz höher schlagen lässt, zumindest ist das bei mir so, als ich die Andersmann das allererste Mal gesehen habe. Die ganze Serie habe ich gedacht, boah, wow. Was sind das denn für coole Uhren? Das ausführliche Review ist ja bereits schon seit 2,5 Jahren bei mir im Blog. Link unten in der Beschreibung. Dort findest du auch nochmal die komplette Spezifikationstabelle und kannst dort nochmal meinen Test lesen. Das war noch weit davor, bevor ich die überhaupt in meinem Shop hatte. Also guckt euch das mal an. Ich freue mich, wenn du ein Like da lässt, wenn dir dieses Video gefallen hat und gerne ein Abo. Wenn dir das gefällt, was ich hier tue, dann freue ich mich natürlich, wenn ich dich beim nächsten Video auch wieder dabei habe. Also in dem Sinn, ich wünsche dir was. Hau rein, ne? Mach gut. Ciao.